Wir hatten ja vor kurzem schon ein Video gemacht zu dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie der EU in puncto Vermögensregister. In diesem Kontext habe ich euch auf einen interessanten Sachverhalt hingewiesen, dass nämlich die EU das Thema Steuerhinterziehung mit organisierter Kriminalität, Geldwäsche, Terrorismus und so weiter in einen Topf zu schmeißen scheint. Hier zeige ich euch nochmal das Deckblatt der besagten Studie an. Hier das Deckblatt zur Machbarkeitsstudie hinsichtlich des EU-Vermögensregisters. Und hier siehst du schon, es geht um den Kampf gegen die Geldwäsche. Und da sind ja dann auch Dinge wie zum Beispiel Terrorismus, Prostitution, organisierte Kriminalität, Waffenhandel, Menschenhandel und so weiter mit impliziert. Also sehr schwerwiegende organisierte Kriminalität. Und dann steht hier noch Steuerhinterziehung, die ja vielfach eigentlich jetzt nicht auf organisierte Kriminalität zurückzuführen ist. Warum wird das von der EU, von den Behörden, vom Staat in einen Topf geschmissen und was sind die Konsequenzen für dich? Damit wollen wir uns in diesem Video einmal beschäftigen. Noch kurz eine Ankündigung in eigener Sache. Ende September 2024 wird unser Seminar Ruhestand im Ausland in London stattfinden. Da wird es genau um solche Themen gehen. Wie kannst du ins Ausland umziehen, möglicherweise ins Nicht-EU-Ausland, um dein Vermögen vom Zugriff durch den Staat, vom Zugriff durch die EU zu schützen, möglichst wenig Steuern zu bezahlen, auch auf Renten und Pensionen, damit du dann hier einen möglichst komfortablen Ruhestand im Ausland verbringen kannst und natürlich auch an deine Lieben hier Vermögen übertragen, verschenken, vererben etc. kannst, ohne dass der Staat hier maximal zugreift. Das hat jetzt ja alles hier vor dem Kontext der neuesten Entwicklungen in der EU, AMLA, möglicherweise Vermögensregister, die Dinge, die wir jetzt hier gleich besprechen werden, neue Brisanz gewonnen. Daher, wenn du dich mit solchen Themen auseinandersetzt, wie du im Ausland deine steuerliche Situation im Ruhestand optimieren kannst, was sind attraktive Länder, wo nicht nur das Wetter schön ist, sondern wo dich der Staat in Ruhe lässt, die jetzt eher freiheitlich organisiert sind, dann würde ich mich freuen, dich in London zu treffen. Wie immer kannst du deinen Ehepartner, Lebenspartner, Geschäftspartner oder eine sonstige Begleitperson kostenlos zum Event mitbringen. Alle Informationen hier im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich in London zu sehen. Nun zurück zu unserem Thema. Warum schmeißt die EU, warum schmeißt der Staat hier die Steuerhinterziehung in einen Topf mit Terrorismus, mit schwerer organisierter Kriminalität und Geldwäsche? Das scheint ja zunächst mal keinen Sinn zu machen, denn meistens ist ja das Thema Steuerhinterziehung nicht auf organisierte Kriminalität zurückzuführen. Nun, der Staat hat natürlich ein großes Eigeninteresse daran, dass er die sogenannten Verpflichteten, also jene Unternehmen, die ihm jetzt ja dabei helfen sollen, die Geldwäsche zu verhindern. Wir sprechen hier zum einen mal von Banken, aber natürlich auch von Unternehmen nach der neuesten Geldwäscheverordnung wie Goldhändler, Schmuckhändler, Autohändler etc. pp. Er will diese Verpflichteten dazu einspannen, nicht nur die Geldwäsche zu verhindern, sondern auch hier letztlich Steuerhinterziehung aufzudecken, möglicherweise oder zumindest bei Verdachtsmomenten eine Meldung an die Behörde zu machen. Das heißt eigentlich, der Staat möchte diesem sogenannten Verpflichteten suggerieren, wir nehmen die Steuerhinterziehung so ernst wie die Geldwäsche und wenn du das nicht tust, dann musst du mit sehr ernsten Konsequenzen rechnen. Wir wissen, die Konsequenzen sind sehr ernsthaft, wenn hier Unternehmen gegen diese Verordnungen verstoßen. Hier ein Beispiel, da geht es um die Deutsche Bank. Der Artikel ist vom 16. Februar 2024 und da hat die Bank hier zu langsam reagiert. Sie hat Meldungen in puncto Geldwäsche zu spät an die Behörde übermittelt und musste dann hohe Geldstrafen bezahlen. Hier kannst du es lesen. Die Deutsche Bank war in der Vergangenheit schon in so manchen Compliance-Skandal verwickelt. 2022 musste sie 13,5 Millionen Euro Bußgeld zahlen, weil Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus dem Jahr 2010 bis 2015 nicht rechtzeitig weitergegeben worden waren.
Im Zusammenhang mit den Panama Papers wurden ebenfalls wegen verspäteter Meldungen 15 Millionen Euro Bußgeld fällig. Hier kannst du also sehen, ganz massive Strafen und davor fürchtet sich natürlich jedes Unternehmen. Und solche harten Strafen, wie jetzt hier beschrieben, sollen den Verpflichteten, also zum Beispiel den Banken, auch in Zukunft drohen, wenn sie das Thema Steuerhinterziehung nicht ähnlich ernst nehmen wie das Thema Geldwäsche, wo es ja schon sehr signifikante Sanktionen gibt. Das heißt, in Zukunft werden sich die Verpflichteten nicht nur darum bemühen müssen, dass die Mittel hier sogenannte Clean Funds sind. Das heißt, dass sie jetzt nicht aus krimineller Quelle stammen, sondern dass sie eben auch versteuert sind. Und das ist genauso auch im Anti-Geldwäsche-Paket der EU definiert, welches im April und Mai 2024 hier beschlossen wurde. Diese Regelung wird kommen. Das heißt, wenn du in Zukunft Geld bei einer Bank einzahlst oder eine Überweisung machst oder einfach nur periodisch, dann wird die Bank hier fragen, weise uns nach, dass die Mittel, die sich auf diesem Konto befinden, auch tatsächlich versteuert worden sind. Ich zeige dir zum Beispiel hier die Hilfe-Webseite von Revolut, einem bekannten Startup. Wir hatten schon einige Mandanten, die wurden nach einer Steuererklärung gefragt von Revolut. Hier kannst du sehen, da steht es zum Beispiel ganz klar als ein möglicher Beleg ganz oben Steuerbescheid oder Steuererklärung oder Gehaltsabrechnung oder sonst irgendwas, Brief eines Arbeitgebers, damit du hier die Herkunft deiner Gelder verifizieren kannst. Wie gesagt, das sind jetzt ja hier nur Beispiele. Die neuen gesetzlichen Regelungen sind ja noch nicht etabliert. Hier geht es, wie gesagt, zunächst mal nur um nachzuweisen, dass die Gelder eben nicht eine kriminelle Herkunft haben. Aber auch hier wird schon die Steuererklärung deutlich erwähnt. Und auch hier haben wir schon Mandanten, die explizit zum Beispiel von Revolut nach einer Steuererklärung gefragt wurden. Aber in Zukunft, gemäß des neuen Anti-Geldwäscherei-Paketes der EU, sind ja nicht nur Banken Verpflichtete, sondern es sind auch Autohändler, Flugzeughändler, Schiffshändler, Goldhändler, Schmuckhändler und so weiter, Kunsthändler zum Beispiel. Wenn diese also etwas verkaufen für über 10.000 Euro, dann haben sie hier erweiterte Mitwirkungspflichten. Das heißt, sie müssen so Dinge tun wie zum Beispiel die Identität verifizieren des Käufers. Sie müssen möglicherweise verpflichtende Meldungen machen. Also wenn du ein Auto kaufst über 250.000 Euro, dann muss dieser Kauf an den Staat gemeldet werden. Wir hatten hier ja schon vielfach von einer Vorstufe zu einem Vermögensregister gesprochen. Ansonsten bei kleineren Beträgen oder wenn du jetzt Schmuck, Kunst oder sonst was kaufst, muss eben der Kunsthändler oder der Schmuckhändler oder der Goldhändler hier sehr sorgfältig prüfen. Und es soll eben auch sichergestellt werden, dass hier keine hinterzogenen Gelder verwendet werden, um solche Wertgegenstände zu kaufen. Wie das dann konkret funktioniert, wer weiß. Aber du kannst dir ja vorstellen, welches Misstrauen das hier zwischen Käufer und Verkäufer hier in Zukunft auslösen wird. Und wie ich dir gerade eben anhand der Strafen bei der Deutschen Bank verdeutlicht habe, wird natürlich der Verkäufer extrem sorgfältig sein, hier nicht in die Bredouille zu geraten. Das heißt, er wird sich garantiert versichern, dass er hier letztlich alle Vorschriften befolgt, denn es ist ja er, den der Staat letztlich am Schlawittchen packt, wenn er hier leichtfertig ein Produkt dir verkauft, ohne sicherzustellen, dass es sich eben hier um sauberes Geld handelt. Und sauberes Geld heißt eben hier auch versteuertes Geld. Dies ist übrigens zum Teil schon Realität in ganz anderen Branchen. Also wir hatten ja hier auch mal bei uns auf dem Kanal ein Interview mit einer Schweizer regulierten Kryptobörse. Dort muss ganz klar die Steuererklärung eingereicht werden. Dort muss nachgewiesen werden, dass die Kryptos, die dort getradet werden, tatsächlich versteuert sind. So, jetzt stellt sich ja die legitime Frage, was passiert, wenn du jetzt in einem Land wohnst, wo du bestimmte Mittel nicht versteuern musst. Sagen wir mal, du wohnst auf den Cayman Islands, auf den Bahamas. Sagen wir mal, du wohnst in Malta, in einem Land, wo ausländische Einkünfte nicht versteuert werden müssen. Dann hast du ja aus legitimen Gründen unversteuertes Geld, was du dann entsprechend auch ausgeben kannst. Was würde der Schmuckhändler dann sagen? Was würde die Bank dann sagen? Nun, vielfach wissen die Banken natürlich Bescheid. Vielfach kennen sie Länder, wo solche steuerlichen Vorteilsregelungen gelten.
Und wenn du dann nachweisen kannst, dass du wirklich in diesem Land wohnst, zum Beispiel durch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, dann wird es wahrscheinlich in Ordnung sein. Vielleicht musst du auch ein Schreiben bringen von einem Steuerberater oder von einem Rechtsanwalt, der bestätigt, dass du hier rechtskonform keine Steuern bezahlst. Was ist aber nun, wenn dein steuerliches Setup nicht hundertprozentig clean und professionell ist? Ich sage jetzt gar nicht, dass du irgendwas Illegales machst, darum geht es gar nicht. Was aber zum Beispiel, wenn du nirgendwo wohnansässig bist, nirgendwo eine Steuererklärung einreichen kannst und der Bank nicht nachweisen kannst, dass du letztlich hier in diesem Land lebst und steuerfrei hier dann Geld verdient hast, dann kannst du tatsächlich ein Problem bekommen. Denn die Frage ist ja, was macht der Verpflichtete dann? Was macht die Bank? Was macht der Autohändler? Was macht der Goldhändler? Muss er nun dich verdächtigen, dass du hier Steuern hinterzogen hast? Denn du kannst ja nicht nachweisen, dass du irgendwo in einem Land steuerlich ansässig bist. Was sind hier die Regeln für die Verpflichteten? Es kann ja sein, dass du ohne besseres Wissen hier dein Leben so entsprechend eingerichtet hast und dir gar nicht klar ist, dass das zu Problemen führen wird. Wie reagiert der entsprechende Verpflichtete dann, bei dem du eigentlich was kaufen willst? Er müsste eigentlich sagen, nein, ich darf dir leider nichts verkaufen. Gleichzeitig muss er aber deine ID überprüfen und muss eine Meldung machen. Und wie gesagt, das gilt schon bei allen Schmuckstücken, Kunstwerken, Gold und so weiter über 10.000 Euro, wo diese Überprüfungen hier stattfinden müssen. Details dazu werden sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren hier noch von der EU definiert, also wie das dann genau zu funktionieren hat, wann das Ganze dann tatsächlich in Kraft tritt. Das wird sicherlich in den nächsten 2 bis 3 Jahren in Kraft treten. Das werden wir dann sehen. Natürlich ist sich die EU auch bewusst, dass man natürlich der Wirtschaft auch schadet, wenn man hier ohne Ende Bürokratie den Händlern auflädt. Das will man natürlich auch nicht. Ich denke, man wird möglicherweise auf Apps oder sowas zurückgreifen müssen. Das kann entsprechend noch interessant werden. Aber was das für dich konkret bedeutet, ist, du musst sicherstellen, dass dein steuerliches Setup 100% clean ist. Ja, natürlich, es gibt viele Möglichkeiten, steuerfrei weiterhin Geld zu verdienen. Das besprechen wir ja hier auch immer wieder. Ich würde dir aber abraten von irgendwelchen Modellen, die nicht 100% koscher sind oder die auch nicht 100% klar sind. Die Mitarbeiter bei Banken, bei Autohändlern und so weiter sind ja nicht immer die hellsten, kennen sich ja auch nicht hier aus mit diesen Themen. Das heißt, du wirst also derjenige sein müssen, der die Information möglichst einfach hier präsentiert, dass diese Mitarbeiter es verstehen, sonst drohen nämlich Meldungen. Und wie gesagt, das wäre im Grunde genommen bei jedem Einkauf in der EU oder bei jeder Geschäftsbeziehung in der EU, zum Beispiel mit Banken, in Zukunft zu beachten. Das heißt, du müsstest dir im Grunde parallel auch überlegen, ob du vielleicht im Ausland Konten aufmachst, ob du vielleicht dort Banking dann betreibst. Auch da ist man natürlich nicht 100% vor allem gewappnet, denn wir wissen ja, dass sehr viele Länder hier auch die Standards der FATF, der Financial Action Task Force, erfüllen wollen, erfüllen müssen. Da geht es um Themen der OECD. Auch dort sind die Regeln im Grunde genommen ähnlich. Also da muss man schon natürlich in gewisser Weise hier sagen, dass sich das Netz zuzieht. Für dich also jetzt wichtig, dich so steuerlich aufzustellen, dass du einfach erklären kannst, wo du steuerpflichtig bist, keine komplizierten Geschichten. Du sagst also, ich wohne in Dubai. In Dubai gibt es keine Einkommensteuer. Punkt. Das ist allen klar, das weiß jeder, das versteht jeder. Irgendwelche komplizierten Geschichten wie ich wohne hier und ich wohne da und überall und nirgends, das wird ein Problem sein. Damit werden die Verpflichteten, also Banken, Händler, Kunsthändler und so weiter in Zukunft nicht sehr viel anfangen können. Hier musst du dir also was dazu überlegen. Ein anderer Grund, dich hier professionell aufzustellen, sind Gesetze, die es schon in etlichen Ländern gibt und jetzt auch in Deutschland demnächst zum Beispiel eingeführt werden soll, wo man dann Personen, die hier bestimmter Straftaten im Bereich Geldwäsche und so weiter hier verdächtigt werden, einfach auch hier enteignen kann. Und zwar ohne Gerichtsverfahren, ohne Gerichtsurteil. Hier ein entsprechender Artikel einer Anwaltskanzlei in Deutschland wurde ja vor kurzem der Referentenentwurf zum Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz veröffentlicht. Und da geht es genau um dieses Thema.
vom 10. Juli 2024 ist dieser Artikel. Hier geht es um alle materiellen oder immateriellen Gegenstände, inklusive Markenrechte und Krypto, sobald ihr Wert mehr als 100.000 Euro beträgt. Unabhängig von den bisherigen strafrechtlichen Anforderungen gilt ein Vermögensgegenstand bereits dann als verdächtig, wenn dieser nur möglicherweise aus einer rechtswidrigen Tat herrührt. Abhängig davon, wer einen Vermögensgegenstand in Gewahrsam hat, sieht das Gesetz weitere Verdachtsmomente vor. Bei Einzelpersonen genügt insbesondere, dass Einkommen und Vermögen nicht zum Erwerb des Gegenstands ausreichen, der Inhaber einschlägig vorbestraft ist oder in einem Risikogebiet ansässig ist. Bei Gesellschaften und sonstigen Rechtsgestaltungen genügt grundsätzlich, dass diese Transparenzpflichten nicht nachkommen, das heißt insbesondere keine oder unrichtige Angaben im Transparenzregister vorlegen, der Gegenstand für den Geschäftszweck unüblich oder sinnlos ist oder die Gesellschaft oder Rechtsgestaltung darauf ausgelegt ist, die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten zu erschweren. Könnte man das jetzt zum Beispiel über eine amerikanische LLC sagen? Ist diese dazu ausgelegt, die Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten zu erschweren? Gute Frage. So, jetzt hast du noch die Einkünfte daraus zum Beispiel nirgendwo versteuert, vielleicht aus gutem Grund, aber vielleicht auch aus nicht so gutem Grund, weil du eben nicht zeigen kannst, dass du irgendwo steuerlich ansässig bist, wo du keine Einkommensteuer auf diese Einkünfte bezahlen müsstest. Und müsstest du dann wirklich keine Einkommensteuer bezahlen, denn möglicherweise liegt ja hier eine Betriebsstätte vor. So, ist dieser Gegenstand dann verdächtig, dann haben die Behörden das Recht zur Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung, Sicherstellung, Eröffnung eines Strafverfahrens und entschädigungslose Enteignung. Wie gesagt, das ist jetzt hier alles nur ein Referentenentwurf. Dieser wurde auch vielfach von Anwaltskammern, auch von der Polizei und allen möglichen anderen hier sehr kritisiert. Ich gehe nicht davon aus, dass der so hier übernommen wird als Gesetz. Aber du siehst, wohin die Reise geht. Das heißt also, dadurch, dass jetzt eben Steuerhinterziehung und Geldwäsche oder ähnliche Straftaten, Terrorismusfinanzierung und so weiter und so fort in einen Topf geschmissen werden, bist du automatisch auch von solchen gesetzlichen Maßnahmen betroffen, wenn du in Anführungszeichen nur eine steuerliche Situation hast, die du nicht hundertprozentig sehr einfach und sehr klar und sehr rechtssicher hier erklären kannst. Das heißt, ich rate dir, Folgendes zu tun, wenn du ins Ausland umziehst. Stelle garantiert sicher, dass du irgendwo einen Wohnsitz hast in einem reputablen Land. Kein Land, was als Risikogebiet zum Beispiel gilt. Stelle sicher, dass du dort eine Steuernummer hast, dass du dort Steuererklärungen einreichst, dass du da eine echte Wohnung hast, dass diese Wohnung auf langfristige Nutzung eingerichtet ist, dass du dafür alle Nachweise entsprechend hast, dass du dann Gesellschaftsstrukturen hast, die steuerlich korrekt aufgestellt sind, wo es grundsätzlich keine Betriebsstättenproblematik gibt, dass du also 100% sauber aufgestellt bist. Also ganz einfach zum Beispiel, du wohnst in Dubai, du hast dort eine Firma und diese Firma erbringt Dienstleistungen. So, extrem einfach. Die Firma muss in Dubai Steuererklärung einreichen, zahlt dort möglicherweise, wenn sie außerhalb der Freibeträge ist, 9% Steuern. Du selbst bezahlst keine weiteren Einkommensteuern auf diese Erträge. Das wäre also ein Modell, was extrem einfach ist, den Behörden zu erklären, was für jeden nachvollziehbar ist, was komplett legal ist. Ein ähnliches Modell kann man sich auf Malta vorstellen oder auf Zypern. Du wohnst in Malta, hast eine Gesellschaft, bezahlst dort Steuern auf die Gewinne der Gesellschaft, 5%, kannst den Rest steuerfrei vereinnahmen und kannst zusätzlich auch noch alle möglichen anderen Auslandseinkünfte steuerfrei vereinnahmen, Krypto, Dividenden, Veräußerungserlöse und so weiter und so fort. Ähnlich funktioniert es auch in Zypern zum Beispiel und in etlichen anderen Ländern. Wir haben ja schon einige Videos dazu gemacht. Damit kannst du dann einfach und nachvollziehbar erklären, wie du steuerlich aufgestellt bist. Das heißt ja nicht, dass du in diesen Ländern hier festgebunden bist. Du kannst ja trotzdem reisen, du kannst ja trotzdem auch in anderen Ländern aufhalten. Man muss natürlich achten, dass man dann dort nicht unbeschränkt steuerpflichtig wird. Aber das ist ja alles machbar. Aber wichtig ist, dass du ein steuerliches Setup hast, was extrem klar, was extrem einfach ist, was jeder nachvollziehen kann und dass du ja Dokumentation hast ohne Ende, die du hier zeigen kannst. Also schau, dass du ordentliche Bilanzen, ordentliche Jahresabschlüsse, Steuererklärungen für Firmen und so weiter hast,
dass du auf Verlangen das einfach aus der Schublade ziehen kannst und nicht erst noch sagen musst, naja, ich habe jetzt eigentlich hier kein Buch geführt bei meiner Firma, denn ich muss kein Buch führen. Und ja, dann redest du dich hier schon mehr oder weniger an die Wand. Als jemanden, der hier dann ein Verpflichteter ist im Rahmen dieser EU-Gesetzgebungen, klingt das alles, ehrlich gesagt, ziemlich verdächtig. Ja? Das heißt also, auch wenn diese Gestaltung, die ich gerade eben genannt habe, zum Beispiel etwas mehr Aufwand vielleicht bedeuten, finanziellen Aufwand, zeitlichen Aufwand, Zeitaufwand, dann ist es unbedingt ratsam, es so zu machen, weil, wie gesagt, die Zukunft wird so aussehen, dass du hier letztlich dich nur noch dann frei bewegen kannst, wenn du ein hundertprozentig sauberes Setup hast, was für jeden einfach nachzuvollziehen ist. Am besten ohne Treuhand, ohne alles, wo du direkt zum Beispiel als Geschäftsführer, Gesellschafter in Gesellschaften drinstehst und das alles zeigen kannst und immer nur auch mit Jurisdiktion arbeitest, die eine gute Reputation haben. Hier muss man natürlich vor allen Dingen verweisen auf Länder, die hier auf diversen schwarzen oder grauen Listen auftauchen. Listen der EU, wenn es um die Steuerhinterziehung geht, Listen der FATF, wenn es um Dinge wie Geldwäsche geht. Schau, dass du dich von solchen Ländern fernhältst oder zumindest deinen Hauptwohnsitz in einem anderen Land hast. Wenn jetzt dein Hauptwohnsitz zum Beispiel in Dubai ist, wo auch deine Firma ist, wo du Steuern bezahlst, eine Steuererklärung einreichst, kann ja ein Zweitwohnsitz ruhig in Panama sein. Das wird nicht so schlimm sein, den musst du ja auch nirgendwo angeben. Aber wenn Panama dein Erstwohnsitz ist, du weißt ja, wo Panama erscheint, auf welchen Listen, dann könnte das möglicherweise vor allen Dingen in Zukunft dann problematisch sein. Das alles gilt natürlich jetzt per se mal nur, wenn du hier dich in der EU betätigst. Das heißt, wenn du dich in der EU aufhältst, wenn du dort Konten hast, wenn du dort Geld ausgibst, wenn du Unternehmen hast in der EU, für die du dann hier Konten eröffnen musst, dann sind diese Dinge hier alle relevant. Wenn du natürlich immer außerhalb der EU einkaufst, zum Beispiel Schmuck, zum Beispiel teure Uhren, Autos und so weiter, dann ist das jetzt weniger ein Thema für dich. Sicherlich kann das auch ein Approach sein, dass man eben sagt, man konzentriert sich letztlich bei seinen wirtschaftlichen Aktivitäten, auch was den persönlichen Konsum betrifft, auf Länder außerhalb der EU. Da muss man natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, auch die FATF beachten und natürlich, dass solche Länder, im Grunde genommen alle wichtigen Industrieländer, immer mehr auch solche Regeln einführen. Aber wie gesagt, das könnte wenigstens temporär eine Lösung sein. Wenn das Themen sind, die dich umtreiben, wenn du dir überlegst, wie du dich steuerlich im Ausland ideal aufstellen kannst, ohne hier in eine solche Falle bei Banken oder anderen Verpflichteten zu laufen und dann auf einmal hier von diesen gemeldet wirst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten genau dabei, das zu erreichen, sich rechtssicher im Ausland aufzustellen, mit einer Lösung, mit der sie dann hier weltweit dann auch agieren können, steuerlich optimiert sind und ruhig schlafen können und sich keine Gedanken dazu machen müssen, ob sie jetzt hier tatsächlich sich rechtskonform verhalten oder nicht. Es würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.